Wir haben heute die große Chance, Franz Strauss Horn im Hand zu haben. Das war sein Instrument. Er war zu seiner Zeit der wichtigste Hornist wahrscheinlich weltweit, Vater von Richard, hier im Orchester sehr, sehr lange, prägende Figur. Franz Strauss hat vor 150 Jahren hier gespielt. Das ist schon Wahnsinn. Und heute sieht man den Unterschied zwischen Instrumenten, die Entwicklung. Die Spieltechnik ist im Grunde das Gleiche. Also es handelt sich um eine gebogene Röhre von einer bestimmten Länge. Und das Entscheidende ist die Luftsäule in diesem Gebilde, in dem Horn, die zum Schwingen gebracht wird. Und man sieht hier ist es noch sozusagen ein kleiner Verlauf und hier unten macht es dann wirklich sehr stark auf. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir sonst spielen, geht es später auf. Aber wir sind hier vielleicht in dem Bereich des Instrumentes schon weiter offen. Die Masse, das Gewicht des Instrumentes spielt eine Rolle, die Dichtigkeit der Ventile. Und was noch sehr wichtig ist, ist natürlich dieses Mundstück. Das ist original von Franz Strauss. So dünn hier. Und Die Bohrung ist riesig. Sehr groß. Und das ist auch sehr, sehr leicht. Und man ist sehr schwer zum Beispiel. Das macht auch einen riesigen Unterschied im Klang und in der Technik, die wir heute benutzen, auf jeden Fall. Bemerkenswert ist es, dass die Grundstimmung in B ist. Das war damals unüblich, man hatte eigentlich F-Hörner gespielt. Wir haben heute bei den aktuellen Instrumenten eine F-Seite und die zweite Schicht ist das B-Horn. Wir können mit dem Daumen die Grundstimmung wechseln. In Wien zum Beispiel wird immer noch F-Horn gespielt, aus klanglichen Gründen. Und Franz Strauss war eigentlich der erste berühmte Hornist, der auch im Orchester mit diesem B-Horn gespielt hat. Wurde teilweise auch zu seiner Zeit kritisiert dafür und auch angefeindet sogar, weil er sozusagen den Kodex gebrochen hat. Allerdings war es ihm natürlich möglich, mit diesem Instrument sicherer zu spielen, schöner zu phrasieren. Und er hat wahrscheinlich seinen Stil dann selbst auch erfunden. Diese Art zu spielen, für die er bewundert wurde und die sich vielleicht von der allgemeinen Schule unterschieden hat.